David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Don't you know that I'm around to guide you through your weakest moments to become light, turning nightmares only shadows. Cast some light, it'll be alright. Cast some light. Crosses along, heavy on the shores. Sirens inside you, waiting to slip forward. Disturbing silence, darkens inside. Cast some light and you'll be alright. Cast some light. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Oh, jetzt können wir uns hier mal gucken, wie weit wir uns bewegen können. I don't want to go that way. Okay, so lang also. Können wir auch über die Straße? Nope, I don't want to go there. Okay, wir haben jetzt nur hier diese Straßenseite. Gut, in Ordnung. Yep, I'm ready to cash my lottery ticket. Glad somebody is. Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery ticket. Can't wait to be rich. Yep. She looks busy and stressed. Dann reden wir mal mit ihr. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Ja, Chloe, wir sind doch gleich da. Komm zu spät, schnapp dir eine Nische mit dem Diner. Mom wird dich füttern. Hoffentlich. Ich wäre froh, wenn du es bis zum Mittagessen schaffen könntest. Ach, jetzt kommt sie sogar zu spät. Ich bin zufällig Warren begegnet, oder vielmehr Warren hat darauf gewartet, dass ich das tue. Natürlich wollte er wissen, was zur Hölle auf dem Parkplatz bei der Chloe und Nathan Show passiert ist. Abermals fühlte ich mich wie ein Idiot. Ich hätte nach Warren sehen sollen, nachdem wir einfach abgehauen sind. Nur um zu schauen, ob er okay ist. Ich schulde Warren was. Ich habe ihm nur davon erzählt, was da mit Nathan abging. Je weniger er weiß, desto besser für ihn.
Ich würde Ihnen gerne von meiner Fähigkeit erzählen, die verdammte Raumzeit zurückspulen zu können. Aber ironischerweise glaube ich weniger, dass das die richtige Zeit noch der richtige Raum dafür ist. Außerdem würde er mich auf der Stelle heiraten, nur um also eine eigene menschliche Zeitmaschine zu haben. Oder mit mir wissenschaftliche Experimente zu machen. Oder dazu mit ihm zum Drive-In zu fahren. Warte mal, er hat versucht mit mir zu einem Drive-In zu fahren und ich habe abgelehnt. Ich bin die Woche echt nicht in Stimmung und ich will ihm nichts vormachen. Und das ist wirklich eine gute Einstellung. Bevor ich in den Bus gestiegen bin, um mich mit Chloe zu treffen, habe ich gesehen, wie Nathan mit David gesprochen hat, was mich nervös machte. Einerseits hatte ich einen tollen Soundtrack zum Two-Ways Diner, wenn man schon vom Zeitreisen spricht. Ich habe das Restaurant schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen, aber es sieht immer noch genau gleich aus. Obwohl es hier viel weniger Fischer und viel mehr ausrangierte Foodcarts gibt als früher. Chloe und ich hatten die beste Kulisse zum Piratenspielen. Alte Schiffe und ein großes Meer. So, dann sprechen wir mal mit dem zukünftigen Millionär. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Da mal los. So, mal hier über den Parkplatz gehen. Das ist ja möglich. Hole to another universe. Schon wieder. Okay. Dort, das sieht nach Schrott aus. Ist das das Wohnmobil vom letzten Mal? There's that dirty RV from the other day. Oh, dann müsste ja hier noch unser... Ja. Obviously nobody took my advice. Naja. Stop that! Stop! No barky. There Okay, was something creepy about that guy and his dog. aber mit dem Stacken können wir nicht. Naja. Was? Hä, wo bin ich da? Hä? Ich habe das Gefühl, No dass ich... can do, Max. Ja, ich will doch jetzt auch aus dem normalen Modus wieder raus. So. Dann nicht. Dann lassen wir ihn einfach mal bellen. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Gibt Arcadia Bay seine Lebenssäfte wieder zurück, rettet unsere Bucht, beendet die vom Menschen gemachte Dürre im Hafen. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisherman. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Na, jeder verändert sich, ne? Auch eine Stadt. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You did pretty good to have lasted this long. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. Natürlich. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Kommt vielleicht noch. Do you know them? Too good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but
I have to get going. Happy fishing out there. Schade, ich dachte, wir könnten, weil das hier mal die Liste aussah, sagte ich, wir könnten wieder eine Petition unterschreiben. Können wir leider nicht. I don't want to go that way. Okay. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. When we were happy. Die Flosse kam mir nämlich bekannt vor. Das müsste jetzt Foto 3 gewesen sein. Prozessor haben wir freigeschaltet. Genau. Da. So. Haben wir schon mal die ersten 3 Fotos. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal gucken, ist hier sonst noch was wir benutzen können? Zeitung. I wonder if they explained that snow. Ich glaube eher nicht. Snow? Well, that's a good start to the story. Wetterdienst verwirrt durch Schneefall. In sehr seltenen Eingeständnis hat der nationale Wetterdienst zugegeben, noch keinen schlüssigen Grund für den Schneefall gefunden zu haben, der diese Woche Arcadia Bay Origin getroffen hat. Das ist ja nicht gerade sehr schön, aber naja, gut. Newspapers are going to be retro soon. Also ich werde immer ein Fan von Printmedien sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Sachen im Internet, wie Nachrichten und so, das ist zwar ein schneller Informationsweg, aber ich werde trotzdem immer so ein Fan von Zeitungen sein, Printmedien, das ist einfach so. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Und das ist immer, wenn diese Folge rauskommt, ist das jetzt natürlich ein paar Tage her. Es gab jetzt in den letzten Tagen diese Schlagzeile mit dem vermissten Mädchen und heute ist jetzt gerade rausgekommen, dass dieses Mädchen tot ist. Die ist entführt worden. Und dann wurde Lösegeld, 1,2 Millionen Lösegeld wurde gefordert. Allerdings hat das Mädchen wohl die Entführer gesehen, weil die Entführer nicht maskiert gewesen sind. Ich glaube, deswegen wurde sie getötet. Und Menschen wie er hier, die sagen, oh ja, ist bestimmt nicht so schlimm und hast du nicht gesehen, sind in meinen Augen irgendwo richtige Arschlöcher. Wenn er jetzt Kinder hätte und das wäre jetzt seine Tochter, die entführt, würde er niemals so reden. Niemals. Und das macht mich jetzt gerade so ein bisschen sauer, diese Gleichgültigkeit gegenüber, wenn irgendjemand vermisst wird. Es machen sich Menschen Sorgen. Und so ein Mensch läuft einfach darüber hinweg und trampelt quasi auf den Gefühlen dieser Menschen rum. Nope, I don't want to go there. Gut, dann nicht. Nur um das mal festzuhalten. So. Poor woman. I hope it's a shelter for her. Hello? Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town.
What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town put people out of work, out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. Absolute Macht, die korrumpiert auch absolut. Das ist, nichts Neues. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once. Asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. I have to go now. Goodbye. Ich wollte eigentlich noch über Chloe reden. Geht das noch? Come talk to me any old time you want, young lady. Ich wollte jetzt mit dir reden, aber dann müssten wir das ganze Gespräch nochmal wiederholen. Und ja, aber die Tochter, naja. Okay. Haben wir hier jetzt noch was? Also können... Dass der uns nicht bemerkt. Ich glaube, dieses Mal klappt das besser. Image-Stabilizer. Dass es diesmal besser klappt. Schon das 4. Foto. Krass. Okay, ich glaube, jetzt haben wir auch dann auch soweit hier alles abgefrühstückt. Da geht es, glaube ich, nicht rein. Wir müssen den normalen Eingang nehmen. Dann machen wir das. That smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Fangen wir mal hier an. Good lord. Talk about apocalyptic. Willkommen in den Tigelanwesen. Die Prescott-Erschließungen laden sie dazu ein, innerhalb der Wälder zu wohnen. Bezahlbare Luxusanwesen, Blick auf den Wald, das Meer und den Leuchtturm. Kommt bald, um ihr Leben zu verändern. Alles klar. Die Prescotts. Now that brings back memories. Chloe and I loved the parade. 25 alljähriger Happy Halloween Bazaar. Bürgermeister Cochran leitet die Kinderkostümparade. Samstag, 27. Oktober, 9 Uhr bis 15 Uhr. Hauptstraße Arcadia Bay. Großer Kürbis, Ausfüllwettbewerb. Örtlicher Verkäufer und Imbiss wegen Süßes oder Saures. Oh, und Happy Halloween. Ja, die Rachel Amber Poster können wir diesmal nicht angucken. Okay, fangen wir mal an. These fishermen are so damn quiet. Der sieht nicht aus wie ein Fischer. Aber ich hoffe mal, das Frühstück schmeckt hier. Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Wir wollten ja nur freundlich sein. Komische Frau. Die wartet bestimmt auf I always irgendwas. wonder what people think about when they eat alone.
Weiß ich nicht, ich habe noch nie großartig allein in einem Restaurant gegessen. Ich kann das nicht beantworten. Hello there to you! Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Also so viel Fröhlichkeit am frühen Morgen sollte bestraft werden, übrigens. Nur um das mal festzuhalten. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert. Nee. This guy has serious cojones. Nimm an kostenlos alltäglichen Meeresabenteuer teil. Chartere jetzt den legendären Seemann für deine eigene Reise über die Ozeane, Jack Corsten und seine Unterwasserwelten. Du hast ihn im Fernsehen gesehen, über ihn in der Zeitung gelesen? Ein ortsansässiger Captain, Fischer und Marineexperte mit 30 Jahren Erfahrung wird ihre Gruppe auf eine 3-stündige Tour durch Arcedia Bays üppiges und exotisches Wasserkönigreich mitnehmen. Jack wird ihnen nicht nur die Wichtigkeit der Meereslebewesen auf und unser Ökosystem erklären, er wird ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Direkt aus dem Wasser. Tägliche und wöchentliche Ausflugskosten 75 bis $125. Für mehr Details besuchen Sie bitte unsere Website seacoastalowfish.gu. Irgendwie sowas. Naja, warum nicht, ne? Macht wahrscheinlich aber nach einer Weile keinen Spaß mehr. Why does that so not sound fun? Moby Dick Tours. Erforsche Arcadia Bay auf eine richtige Art und Weise. Entdecke spannende Geschichten auf hoher See. Absolut sichere und komfortable Reise. Voll ausgestattete 12 bis 15 Meter lange Schiffe. Tage- und Nachttrips verfügbar. Paare und Gruppen oder Familien sind willkommen. Dienstag bis Sonntag 6 bis 19 Uhr. Besuchen Sie uns am Web, um jetzt gleich Ihre Tour zu buchen. Hat wahrscheinlich ein bisschen was anderes als das, was unser Captain da macht. Aber was ist mit ihm? I might make Chloe check this out with me. Bigfoot-Exkursion. Entdecke die wilden Wälder von Arcadia Bay mit dem angesehenen Kryptozoologe Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot, Monster oder Bigfoot. Sprecher der Dokumentation Bigfoot, ich glaube an dich. Schließen Sie sich Chuck jeden Samstag und Sonntag einen vollen halben Wandertag an, um zu den Stellen zu gelangen, an denen der Bigfoot oft zu sehen ist. Chuck wird sein umfangreiches Wissen aus Überlieferungen, Legenden und Fakten mit ihnen teilen und werden den Tag damit abschließen, ihren ganz persönlichen Bigfoot-Fußabdruck zu gießen, der auf einem Ort basiert, den nur Chuck Pierce Jr. kennt. Für mehr Informationen, Preise und ausführliche Programm kontaktieren Sie bitte sasquatchlives@wildtracks.gu. Müsste man das ja tatsächlich mal aufrufen, die ganzen Websites. Das sieht nach einem Bild aus. The poster doesn't mention whacked students with guns. Blackwell Academy, Arcadia Bay, Oregon. Weltweite Güte in Kunst und Wissenschaft seit über 100 Jahren und es werden immer mehr kostenlose Campusführungen jeden 3. Samstag. Stimmt, über Bewaffnete wird hier nicht geredet. Ey, sogar hier, Kate March, love you long time. Ey, sie hat auch echt gar keine Ruhe, ne? Flush before pissing on floor. That graffiti has been here forever. Das wahrscheinlich nicht. Rachel A. owns me a blowjob. Ja. Gross. Wer weiß. Arcadia Gay Sucks Dick. Thank you, redneck poet. Da war jemand ganz kreativ. Und hier ein Reh. Und das können wir fotografieren. Und dann haben wir das nächste Foto. Das geht ja echt Schlag auf Schlag hier. Compress it. Wahnsinn. Wir haben allein jetzt schon 3, seit wir hier sind. Das läuft echt gut. Das läuft echt gut. So, da war gerade eben noch ein Fernseher. Den habe ich noch nicht gesehen. So.
Coming up at noon, K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry. Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So, stay tuned to K-Bay 7 News for the real story. Na, im Fernsehen macht das auf jeden Fall auch schon publik. Siehste. You'd never know how weird this town is by these postcards. Oh, Katzi. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Ja, ich glaube auch so. Weiß nicht, ob das so. Naja. Ew, that guy looks unpleasant. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Vielleicht mal weniger saufen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Na, wer weiß. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese? I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Das stimmt natürlich. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard she even just got busted with pot in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Dann mach das doch mal. Und dann noch 2 Trucker. Ey. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Ja, einige sind wahrscheinlich dann irgendwann mit ihrem Job verheiratet. Mal sein, ist der vielleicht ein bisschen mehr. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Ja, man sieht Dinge. Das kannst du glauben. Hello? Pardon-moi, but you're in my eyesight. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls.
That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Dann noch einen schönen Tag. Boah. Drool. Want everything. Lecker. Da geht's in die Küche. Forgot about the Fishing Wall of Fame. Duke Wade, deiner Fischerauszeichnung monatliche Gewinner. Weißer Stör, gefangen von Dick Webber. Stahlkopfforelle, gefangen von Andy Barry. Königslachs, gefangen von Rick Conrad. Schön. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Erfolg wie damals. Erstmal. Ich will erstmal das Bild. Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. An Joyce, die besten Bürger und die freundlichste Umgebung in Origin. Weiter so. Kay. I got you, babe? How apropos. But no fucking way. Also jetzt flog mir hier gerade eine... Irgendwas flog mir hier gerade ins Auge. Ja, Benjo wäre vielleicht besser. Ach, nehmen wir einfach den. Passt schon. That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. Wale sind schon großartige Tiere. So, hier könnten wir uns jetzt... dann kommt wahrscheinlich Chloe, aber wir haben da noch zwei Gestalten. Justin und Trevor. Und mit denen könnten wir uns ja mal unterhalten. Justin is such a mellow dude. Dann reden wir mal mit Justin. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked, so I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Trevor looks as happy as Dana did. Ach ja, junge Liebe. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Sehr naive Einstellung, dass niemand im Blackwell Geheimnisse hat, aber ich find's cool. Wir haben jetzt zwei verschiedene Gespräche geführt und es ist natürlich klar, dass keiner den anderen zugehört hat, was er mit Max besprochen hat. Das ist natürlich sowas von wahr. Ich hoffe, jetzt haben wir hier alles gemacht, was wir machen konnten. Dann können wir jetzt endlich mit der Story weitermachen. Ich nehme jetzt seit 2 Stunden auf und ich habe das Gefühl, noch nichts Story-Relevantes getan zu haben. Ich lasse mir auch immer so viel Zeit. Ich dachte jetzt schon gerade, sie will Limbo And there machen. she is. A lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at 2 Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday smoking out. Again. I know. Chloe told me that her stepfather hit her. I am sorry that was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms, not Chloe's. He's a good man. He just... Yeah, I'm sure he is since you married him, but
Don't be so harsh on Chloe. It's good you're here. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Als Mutter sollte man allerdings vielleicht seinem Kind... Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bis Joyce wieder geheiratet hat, aber eigentlich war das vielleicht sogar noch zu früh und die hätte eigentlich mit ihrer Tochter erst noch einiges aufarbeiten müssen. Dann wäre vielleicht vieles nicht so passiert, wie es passiert ist. Chloe must have changed a lot during that time. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean... Why? What did Chloe tell you? Well, Chloe texted me that David slapped her yesterday. He feels awful, and he will be punished. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Es ist doch keine Entschuldigung. Ich meine, ich spreche nicht aus Erfahrung, aber wenn man im Krieg gewesen ist, erlebt man natürlich traumatische Erlebnisse. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber es ist doch keine Entschuldigung, seine Mitmenschen so unter Kontrollzwang zu haben. Das ist doch überhaupt nicht. That's no excuse to hit a girl. He's an adult. I don't like it either, Max. David swore it would never happen again. He's true to his word. I just want us to be a family soon. I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Okay. Aber ich bin mehr der Herzhafte. I was dreaming about your bacon omelet. Now finish your coffee. One bacon omelet for the young lady, Stat. Bacon at 12 o'clock hot. Ja, Joyce... I love the delicious anticipation of breakfast. Ja, Joyce hat gerade eben gesagt, das ist vielleicht alles eine Frage der Zeit. Ich bin der Meinung, wie gesagt, immer noch der Meinung, dass es einfach so gewesen ist, dass Joyce wahrscheinlich... This is a diner, not a bar. No beer? Looks like you had plenty. Stick with the bacon. Joyce hat wahrscheinlich wieder zu früh geheiratet, sodass Chloe keine großartige Zeit hatte zu trauern, weil sie sich dann viel zu früh wieder auf eine andere Sache konzentrieren musste und wahrscheinlich nie richtig getrauert hat um William. Nerd graffiti. Warren must have been here. Wenn das ein beliebter Laden ist. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Here, you'll love this. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe,
Speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. No, you're not. This is my treat. To you, for coming back to rescue my daughter. Nobody needs to rescue me. Unless you set your room on fire smoking out. Oh god, here it comes. Didn't you and Sergeant Pepper already read me the riot act last night? Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox?